Moin, ihr Landratten. Moin. Und Jetzt- Seebären. Und Seebären natürlich auch. Also alles, was schwimmen kann und was nicht schwimmen kann. Zu Land oder zu Wasser. Wir haben ein kleines Special. Und zwar die NCL Nordland. Die wurde vorhin getauft. Heute Mittag an der Überseebrücke. Und geht gleich um 16:30 Uhr raus. Wird begleitet von Fairplay 95 und 96 und das Ganze mit ein bisschen Wassershow. Ja, das hatte ich ja so ein bisschen vom Sofa hochgescheucht. Genau, Ne? weil die Info habe ich nämlich auch erst irgendwann so um 13 Uhr bekommen. Und dann dachte ich mir, ups, das müssen wir mitnehmen, oder? Ja, und weil das ganz gut passt, seht ihr hier die Independence of the Seas. Die geht um 16 Uhr raus, dann nehmen wir die doch auch mit. Ne? Ein altes Fall. Mädchen, ich glaube, der Dampfer hat auch schon 20 Jahre auf dem Buckel. Die ist auch schon nicht mehr so ganz weiß, das ist auch eher so, ja, so dunkelweiß, so Eierschale würde ich sagen, hat die. So ganz taufrisch sieht die nicht mehr aus, aber naja, immerhin. Ja, nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Dann ist da noch irgendwie ein Autotransporter unterwegs. Mal gucken, ob das noch zeitlich passt. Eigentlich hatte ich ja überlegt, heute spät Nachmittag zum Bubenei-Ufer zu fahren. Aber ich glaube, das wird alles zeitlich nichts. Oder ich fahre da nachher noch mal hin. Mal gucken. Also ihr wisst ja, was interessiert mich mein Geschwätz von vorhin. Also euch allen auf jeden Fall viel Spaß. Ach übrigens, kleiner Funfact, die NCL Nordland, die hatten wir sogar schon im Stream. Das ist schon 2-3 Wochen her. Da kam die rein nach Hamburg. Und ja, deshalb hatte ich sogar ein Vorschaubild, was ich reinpacken Nee. konnte. Ja, Echt? absolut. Absolut. So gut flippt hier. Ja. Also, ja, gucken wir uns doch mal an, oder? Schön, dass ihr dabei seid. Zur etwas unkonventionellen Zeit. Ja, das Essen war auch schon fast fertig oder halb fertig. Ja, das Essen Ist dann leider mussten wir ausgefallen, leider verschieben. aber gut. Also jetzt ein hungriger Paddy. Ja. Ob das eine gute Idee ist, weiß man auch immer nicht. Aber ich glaube, man wird es morgen nicht sehen bei dir. Ich glaube, es hat sich nichts verändert bis morgen. Also auch meine Frau kann ein bisschen böse sein, wenn es um mein Gewicht geht. Frechheit. Frechheit. Ich würde sagen, Tatsache. Ja, die Kleine ist da. 20 €, kleine Entschädigung, dass ich so lange nicht da war. Ach Mensch, du musst dich doch nicht entschuldigen dafür Wo warst oder du denn? entschädigen. Wo warst du denn? Aber auf jeden Fall schön, dass du wiedergekommen Ja, bist. wunderbar. Ja. Danke, danke. 20 €, sehr großzügig. Hansi ist da. Natürlich kein Stream ohne Seehund, 2,49. Jan Sehr lustig. Heckner ist jetzt auf dem Fischmarkt. Moin Jan, welcome on board. Der John feiert Einjähriges. Jawohl, und Anja Garlik aus Wasserburg, die ganze Bande, auch anwesend. 2 €, Dankeschön. Typhon, einmal Ohren zu halten. Viel Arbeit und Umzug hat sie, die Kleine. Da hinten Oha. sehen wir die NCL Nordland. Die liegt da direkt an der Überseebrücke, wo sie getauft wurde. Ja, NCL übrigens. Ne? Es gibt ja 2 NCL-Reedereien. Es gibt ja einmal die Kreuzfahrtreederei NCL, Norwegian Cruise Lines oder Cruise Line. Und dann gibt es noch eine weitere, das ist die hier, die heißt, warte, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, irgendwas mit North Sea oder so. North Sea Container Line ist das hier. Gegründet 1994, also nicht verwechseln die beiden NCLs, die wir hier haben. Ja, Du stell dir mal bitte vor, du willst eine Kreuzfahrt machen und landest auf einem Container. ja. Ja. Und die Nordland, ja, ganz charakteristisch, hat den Brückenaufbau vorne, wie bei den CMA CGM Schiffen, die Mermaid-Klasse, und hat sogar eigene Ladekrane an Bord. Wenn du unterwegs mal irgendwie was Gutes findest, dann kannst du das gleich mitnehmen. Absolut. Absolutely. Wäre ja auch schon eine schöne Perspektive heute vielleicht mit der Cap Santiago gewesen, ne? Für die Taufe, aber irgendwie hatten wir das auch so gar nicht auf dem Ja, Schirm. so hundertprozentig funktioniert der Flurfunk noch nicht im Hafen zu uns. Aber ich bin ja froh, dass wir es überhaupt mitbekommen haben. Ja, das stimmt. Ja. Der Jolle, 11 Monate.
auf Twitch. Dankeschön. Genauso Dankeschön. wie Stegi. Stegi Hamburg, auch 11 Monate auf Twitch. Danke für deinen Sub. So, ich glaube, der Kreuzfahrer hat auch schon den Kamin angeschmissen. Ja. Ja, die Independence of the Seas. Ich glaube, die hat schon so rund 20 Jahre auf dem Buckel. Müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Und immer mehr schreiben uns, dass jetzt die Fahnen ankommen. Ja, sehr cool. Gestern haben wir schon ein sehr cooles Bild und ein kleines Video bekommen. Ja, wirklich von Fahnen. Wie haben die denn da befestigt? Die haben die umgeschneidert. Die Frau, hat er mir geschrieben, die Frau ist Schneiderin und hat die Ösen einfach mal kurzerhand abgeschnitten, hat da gerade einen Saum dran genäht und dann haben sie die Flagge gehisst. Wir sagen aber nicht, wer das war, sonst kriegt ihr die ganzen Flaggen alle für den Fahnenmast jetzt Sonst kommen die zugeschickt. ganzen Anfragen. Kannst du uns das umnähen? Kannst du es uns umarbeiten? Ja, hier ist auch schon wieder lustige Fahrradattacke. Ja. Aber guck mal, die Neuland. Habe ich ja schon verwechselt, ne? Was, die Neuland? Mit was? Ja, mit der Nordland heute. NCL Nordland und die Neuland. Ja, kann man aber auch super verwechseln. Naja, Nordland oder Neuland, Hauptsache Hafen, oder? Hauptsache überhaupt ein Land. Drückt mal die Daumen, dass das Wetter hält. Das ist ja heute irgendwie auch von der Vorhersage so ein bisschen dürftig. Im Moment sieht es aber, glaube ich, ganz gut aus. Deswegen bin ich auch eigentlich dabei, zum Schirm halten. Ja, irgendwie eine Funktion muss man ja haben. Sag oder? doch sowas nicht, sonst denken alle, ich hätte dich nur deshalb mitgenommen. Ja, das Gute ist, ich kann ja selbstständig fahren, habe ich ja auch gemacht. So. Ja, guck mal, die Kleine schreibt, sie hat auch letztens an mich gedacht, weil sie am Anleger stand und die Roro-Schiffe oder ein Roro-Schiff kam. Ja, das sind so irgendwie, Häuserwände, ich mag die ja. Ja. Die sind so quadratisch praktisch gut. Christa, was ist denn los bei dir? Weswegen wurdest du denn nicht genannt? Christa, was haben wir übersehen? Was haben wir wieder gemacht? Anzeige ist raus. Was Schlimmes hoffentlich nicht. Ich lade dich zum Quarkbällchen an auf den Fischmarkt, wenn das okay ist. Und einen Kaffee bei unserem Lieblingsverkäufer. Weil, willst du Kaffee wie ich oder willst du Kaffee wie du? Ja, ich nehme lieber Kaffee wie ich. Mit schön Schaum. Ja. Andreas Westphal haut einen 5er-Pack Mitgliedschaften raus. Herzlichen Dank. Und Schnulli ist seit 11 Monaten dabei. Dann haben wir René, den Troll. Eine kleine Spende für Kreativ-Andi. Oh, das ist immer lieb. 5 € Superchat. Ja. Danke, danke. Da kommt auch diese Woche noch der Andi. Ja. Und Christian Kölner, auch schon ein Jahr dabei. Leon verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank, Leon. Wischi, 11 Monate auf Twitch. Und der Rob45 ist auf dem Fischmarkt wieder dabei. Danke, ihr Lieben. Danke. Dankeschön. Ja. Jetzt wissen wir immer noch nicht, was wir verbrochen haben. Nein, wir wissen es nicht. Christa hat uns irgendwas geschrieben. Ich habe auch Angst, wenn Christa richtig in Rage ist, dann können wir uns echt verstecken. Du. Und guck mal, Big Kai schreibt, der Kaffee von euch ist echt klasse, schmeckt auch gut. Und Schwiegermutter macht dabei lecker Kuchen. Ja, oh, den würde ich jetzt auch, so einen schönen Kuchen von Schwiegermutter. Lecker. Ja. Also einen leckeren handgemachten oder hausgemachten. Ja. So einen selbstgebrutzelten Kuchen, das wäre richtig lecker. Sven ist dabei aus St. Peter und lässt 10 € da. Beste Herzlichen Grüße. Dank. Schwarzbart Jürgen auch dabei, 100 Bits. Moin mein Lieber. Und die GLB Eisel 10 Monate auf Twitch. McCavity 16 Monate. Schöne Grüße nach Hamburg und vielen Dank für immer beste Unterhaltung. Ja, haben wir denn da ein Festmacherauto stehen? Ich glaube ja. Das sieht nach einem Festmacherauto aus. Guck mal, hier sieht das auch so aus, als ob die Gäste vorne auf die Back gehen können.
Weißt du denn, wo die hinfährt? Nee. Ich hatte die auch gar nicht auf dem Plan, weil ich dachte mir so 16 Uhr irgendwie war für mich jetzt nicht so richtig auf dem Zettel. Deshalb bin ich da überhaupt nicht vorbereitet. Aber irgendjemand wird es wissen. Tobi fragt nach der Hanse-Sale. Ja, höchstwahrscheinlich am Sonntag. Guck mal, Sebastian rettet uns wieder den Arsch. Christa Hartmann ist seit einem Jahr dabei. Aber wenn Christa Christa, wenn du Dann das... kriegst du auch ein Horn. Nee, ihr dürft also wenn ihr irgendwie diese Nachrichten benutzt, bevor der Stream live ist, sehen wir das hier nicht in unserer Liste. Okay. Also alles, was vor Stream passiert, an Spenden, Mitgliedschaften oder diese hervorgehobenen Nachrichten, die kriegen wir alle nicht mit. Aber Christa, vielen, vielen Dank, dass du ein Jahr dabei bist. Herzlichen Dank, meine Liebe. Komm, für Christa der hier. Hendrik bedankt sich nochmal für einen Schirmladen, der war ja in Hamburg. Brauchte wahrscheinlich einen Schirm. Ja, sehr cool. Ganz schön Gewusel da hinten Richtung Landungsbrücken. Moin Malte. Moin Malte. Ist immer wieder schön hier am Hafen, ne? Obwohl heute ist schon wieder so steife Brise hier, ne? Ja, aber angenehmer Wind. Ja. Guck mal, hier kommt nochmal die Info, die Icons, Independence Oh, of the das wäre Seas. so cool, wenn die das wäre. Ja. Oder wenn ich das jetzt Baujahr richtig feiern. 2008, also noch nicht ganz 20 Jahre. Aber kurz davor. Das wäre so mega. Dann bist du aber auch freiwillig vom Sofa hoch, ne? Gerhard ist auch 17 Monate dabei. Gerhard, ich danke dir. Zimmi, 4 Monate mit lieben Grüßen. Und T. Kerber ist auch 16 Monate dabei. Danke, danke, danke. Dann haben wir den Hansi. Ganz liebe Grüße von Hansi an Christa. Guck mal, Christa, jetzt kriegst du aber hier die ganze Liebe des Chats. Ja, Ja. richtig. Und Manuela Wasmann auch nochmal 5 €. Schon die 3. Woche mit dem Knie krank Oh geschrieben. nein. Oh, Knie ist auch ganz übel. Dann, ja, aber wir liefern etwas Abwechslung. Wer krank geschrieben ist, kann mit ruhigem Gewissen auch nachmittags schon Hamburg Hafen live gucken. Dann war hier nochmal die Frage wegen Hanse Sale, hatte ich schon gesagt, ne? Höchstwahrscheinlich am Sonntag fahren wir dahin. Ja. Guck mal, Malte hat morgen Geburtstag. Hab ich auch gerade gelesen. Der hat schon mal einen dezenten Hinweis Genau. mit einer Hornbestellung rausgehauen. Ich mach mal ein paar den Knoten ins Ohr, damit er dran denkt. Ach moin, hallo. Moin, moin. Ich kann ihm das Horn ja per WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Das wäre auch lustig. Ja, Solange du nicht noch singst dazu. ja. MacGame fragt nach Tag der Seenotretter an diversen Stationen. Ja, da ist aber nichts geplant. Also da haben wir leider keinerlei Kontakte. Da sind wir noch nicht vernetzt mit den Seenotrettern. Aber vielleicht hört das ja einer. Wenn wir was Gutes machen können. Ja, ich hatte ja schon mal Kontakt mit denen. Die haben uns dann aber, wollte mit denen was zusammen machen. Die haben uns dann aber abgesagt, weil sie ja ihre ARD-Sache gedreht haben. Okay. Und da war dann irgendwie kein Platz für uns. Guck mal, Malte will vielleicht mal ein bisschen was aus dem Simulator machen. Am Geburtstag, du. Dann kann er ja im Simulator morgen mal eine Geburtstagspirouette mit einem Containerschiff auf dem NOK drehen. Das wäre doch mal was. Und dann rasierst du erstmal ein bisschen die Böschung, Ja. oder wie? Nee, gegen Regen schützt unsere Flagge leider nicht. Die ist wasserdurchlässig. Es
ist jetzt keine Folie, das ist schon so ein Stoff. Jo, Independence. Aber die wird ja wohl rausgehen, bevor die NCL kommt, oder? Jetzt habe ich mich so beeilt vorhin. Ich dachte, die geht hier um 16 Uhr raus. Aber der Lotse ist an Bord. Erst kurz vor Streamstart ist der Lotse gekommen. Insofern bin ich guter Dinge. Radar ist auch schon an. Malte fährt morgen die neue Strecke mit der CMA CGM Mermaid. Moin, na, doch noch geschafft? Ja, zurück noch geschrieben, weil ich hingefahren wurde. Mit hängender Zunge. Liebe Grüße zurück nach Buxtehude an Biker und Travel. Auch schon ein Jahr dabei. Dankeschön. Dankeschön. Ja, alle, die jetzt einschalten, noch mal ganz kurz der Hinweis. Die NCL Nordland ist heute Mittag getauft worden. Und lustigerweise hatte ich die schon einmal in einem Stream, der ist so circa 2-3 Monate her. Da ist sie wirklich niegelnagelneu und komplett unbeladen hier nach Hamburg gekommen. Ich weiß gar nicht, was die in der Zwischenzeit gemacht hat. Ob die noch schon gefahren ist oder ob die noch mal hier ausgerüstet wurde. Das habe ich nicht verfolgt. Ist ein ganz interessantes Schiff, ist auch ein Feeder, so mit ca. 150 Meter Länge. Hat die Brücke vorne, wie die CMA Mermaid-Schiffe und 2 eigene Ladegeschirre. Und gegen 16:30 Uhr soll die von Fairplay 95 und 96 rausbegleitet werden, mit inklusive allen Hafenehren. Was heißt Spritzpistole. Vielleicht hat die auch eine große Hafenrundfahrt gemacht hier in der Zeit, wer weiß. Ja, so das nachts, könnte wenn keiner sein. guckt. Und als Rahmenprogramm haben wir die Independence of the Seas, die um 16 Uhr rausgehen wollte. Malte hatte ich noch mal einen Simulator eingeladen, hier mit so Hightech. Ja, auch cool. Mit VR und so. Dann kannst du richtig mal so eine cool. Pirouette drehen damit. Mit dem Containerschiff. Ja. Ach, guck mal, Brasilien ist auch am Start. Brasilien. Ja, beste Grüße. Grüße an die Copacabana. Oh, das wäre jetzt auch schön noch. Ja, Pomfriedel, wenn du deinen Ton aus hast, dann kannst du natürlich auch nicht mitbekommen, was wir hier erzählen. Also, Manchmal ist das ja vielleicht auch besser, wenn man den Ja. Ton aus hat, aber ja, das stimmt. Ich kann es ja jetzt auch, ihr fragt, wann die Independence rausgeht, aber ihr nutzt ja auch nichts, wenn ich es jetzt nochmal sage, wenn ihr den Ton aus hat. Ach, guck mal, Jens sagt, die Nordland war schon in Norwegen. Ja, das ist auch schon echt lange her, dass wir die im Stream hatten. Also es muss locker, ich glaube, das war vor der Kreuzfahrt. da hat er ja auch geschrieben, du musst die ersetzen, die Ja, ja. auf Prunklau. Ist die, der im Vorgarten gelandet ist? Die andere? Ich weiß es nicht. Ist es von der gleichen Reederei gewesen, die NCL? Ja, irgendjemand wird es wissen. Ach ja, doch, mussten die NCL Salton ersetzen, die bei Trondheim im Mai auf Grund gelaufen ist. Ach, jetzt kriege ich das zusammen. Also das war auch eine NCL. Okay. Ja, dann. Dann macht das natürlich Sinn, dass die schon voll im Einsatz war. Chat weiß wieder alles. Die Independence geht nach Rotterdam. Ach, guck mal, Sebastian Kolzer hat entdeckt, dass die Salton, die NCL Salton, auch gerade in Hamburg ist. Vor der MSC Soraya.
tut sich nichts. Ja, abwarten. Irgendeins wird kommen. Ganz sicher. Aber guck mal, Enano schreibt, er ist im Juni eine Nacht auf der Cap San Diego. Ach cool. Also die haben auf jeden Fall einen echt geilen Salon da. Ja. Ja. Ist der eigentlich auf, wenn der Hotelbetrieb ist? Also wir tasten uns ja Das auch gerade weiß ich, so ran. weiß ich gar bin- doch, also, doch, ich glaube ja. Weil Ich glaube ich bin schon. der Ne? Meinung, also es kann auch sein, dass ich mich verhört habe, dass sie gesagt hat, das wird eher so für Veranstaltungen gebucht Ja. da. Also kann sein, dass da auf jeden Fall kein normaler Barbetrieb oder so ist. Ja. Ich weiß nicht, Ich ob meine, es da da sind- vielleicht Frühstück gibt dann morgens oder Also ich so. meine, da ist auf jeden Fall auch was abgesperrt. Aber wir werden das rausfinden. Ja. Gerhard ist da. Gerhard, danke für die 2 Euro, Hallo. mein Lieber. Dankeschön. Aber von der Cap San Diego hast du auf jeden Fall einen schönen Blick. Also wenn du die Taufe angucken wolltest, aber wenn wir halt nachher diese ganze Wasserfontänengeschichte sehen wollen, da sind wir, glaube ich, hier besser. Weil die legen das Schiff ja erst ab und dann geht das, glaube ich, los. Die werden dann nicht direkt an der Überseebrücke, glaube ich, sofort. Also sie müssen das Schiff erstmal losmachen, ein Stück abziehen von der Pier. Und dann wird das aber, denke ich mal, ohne Schlepperhilfe hier rausfahren. Und nimm dir eine Badebüchse mit dir mal auf den Pool. Auf der NCL? Nein, auf der Cap San Diego. Ja. Na, bei dem anderen weiß ich das nicht. Ich denke aber eher nicht. Da haben wir VB Resolut. Pflügt sich durch die Elbe. Ich find's ja immer schöner, wenn Bernie, die ich habe Ebbe keine ist, ne? Ahnung, ob da Frühstück in dem Salon ist. Das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, dass die da für die Hotelgäste Frühstück Aber haben. die haben doch auch ein Restaurant, ne? Vielleicht ist das Frühstück auch da. Aber Ja. wie gesagt, wir sind ja dran. Wir werden das Schiff auf jeden Fall noch mal ein bisschen erkunden. Wir werden das mal auf Herz und Nieren prüfen. Also das Restaurant könntest du doch mal testen, oder nicht? Obwohl, die Male, wo wir jetzt da waren, ist auch immer die ganze Kochcrew da. Also der Koch, der bedient da ja auch diesen, wie nennt man das, Ladekran? Den Kran, ja? Genau, weil das muss ja immer von unten nach oben und da ist immer so ein kleiner Kran und der kriegt ja dann immer seine leckeren Sachen gebracht. Sieht man immer schon, was da so ankommt und dann holt er sich das hoch. Also die sind da schon in Action, aber ich weiß halt nicht, ob das da in dem Salon ist. Moin Yvonne, 9 Monate. Genau der richtige Feierabendstream. Ja, schön, dass auch einige von euch schon Feierabend haben und jetzt hier zugucken können. Ist ja nicht für alle so die ideale Uhrzeit, aber für einige passt das dann schon. So, jetzt sind auch die Leinen los. Zumindest schon mal vorne, hinten kann ich es nicht sehen. Das heißt, geht gleich los hier. Linesmen sind auch gerade vorbeigefahren. Kann sein, dass die zur NCL schon fahren. Wisst ihr, wie viele Gäste auf die Independence passen?
Irgendjemand wird es rausfinden. Andreas fragt, wie viele Kameras wir hier stehen haben. 2. Also sind, Nee, 3, nein, heute sind nur 2 aber hier. das ist auch eine Kamera. Ja, die ist ja, gehört ja nicht zu uns. Also heute haben wir nur 2 im Einsatz und gleich die Drohne noch. Naja, so ein bisschen gehört die schon zu uns. Die Schleppercam haben wir heute nicht am Start. Da sieht man wahrscheinlich dann nur Wassernebel, wenn die 95 selber die Fontäne macht. Reini ist auch seit 20 Monaten dabei und findet die Streams ganz passabel. Danke, Reini. Ja. ...4.370 Passagiere. Das, ich sag mal, das muss das ja ein Riesending gewesen sein. Wenn die Baujahr 2008 ist, die muss ja zu ihrer Zeit ja somit das größte Kreuzfahrtschiff der Welt gewesen sein, oder? Schätze ich mal. Wahrscheinlich. Bei der Passagierzahl 2008. Könnte sein. Da kommt noch Beifang. Ich bin halt, was Kreuzfahrten angeht, bin ich ja echt noch nicht lange im Game. Aber das ist doch für dich schon wieder eine Challenge, oder? Ja, das alles aufarbeiten und für jedes Schiff so die Historie, das ist schon viel Arbeit. Wenn du dich da laufend mit beschäftigst und so die neueren Schiffe und das immer so nach und nach mitbekommst, dann lässt sich da das Wissen ganz gut aufbauen. Aber ansonsten ist das, wenn du das jetzt alles nachlesen willst und nachträglich dir einhämmern möchtest, dann ist das schon echt ein bisschen complicated. Aber du kannst das ja immer nacheinander machen. Was sagt Anja noch immer? Fällt es wieder ein. Ralf fragt, ob das ein Meyer-Schiff ist. Ja, weiß ich gar nicht. Ne? Ist die Independence ein Meyer-Schiff? Ist die in Papenburg gebaut worden? Ja, Schnulli, das reicht als Emotion. Jetzt fällt es mir wieder ein. Anja sagt immer ein bei ein. Ein bei eins. Ja. Ein bei eins. Ja. Thomas Schwarz ist da. 11 Monate, kaum Feierabend und wieder Schiffe gucken. In Turku wurde das gebaut, Finnland. Thank you for the info. Was kommt da denn für ein Schlumpf? Na, auf jeden Fall hat er die richtige Flagge gehisst. Ach nee, ich dachte, das wäre eine HSV-Flagge. Willst du mal eine Brille haben? Ist eine Diamond-Flagge. Debuse, Grüße, Aber die ist zurück doch in auch den schön. Kraichgau. Auch da ist die Fahne angekommen. Ich danke dir für 13 Monate. Auf jeden Fall macht der Dampfer Fahrt. Wir müssen auch so ein bisschen die NCL da hinten im Blick behalten. Ja. Wobei ich glaube, Fairplay 95 und 96 sind noch gar nicht da. Muss man gerade selber gucken, wo die Jungs sind. Da fährt was. Ja, die sind noch im Stall. Ach nee. Die sind noch Was beide im anderes. Stall. Ja, 338 Meter. Larissa fragt, mit welcher AIDA man sie von der Größe her vergleichen kann. Also größenmäßig geht das schon in Richtung von einer AIDA Nova, würde ich sagen. Die hat doch auch 337, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Breite ist.
bunte Hütten auf dem Schiff. Ja, auf dem Dach sind da irgendwie so. Oder sind das... Strandparty? Nee, das ist tatsächlich wie so Hütten. Vielleicht kann man da drin sitzen, so ein bisschen wettergeschützt. Und was ist denn der gelbe Ball hinterm Schornstein? Dieser offene, diese gelbe Kugel. Weiß das jemand von euch? Nee, bis jetzt kein Horn. Mal gucken, vielleicht kommt da gleich noch eins. Hessenblitz, moin mein Lieber. Liebe Grüße, danke für die 10 Euro. Ja, Weihnachtsmarkt, in der Tat. Weihnachtsmarkt, so sieht das so ein bisschen aus, die Buden da oben. Oder zuerst kommt aber noch Oktoberfest. Erst machen wir demnächst Sommerdom. Du wolltest ja mit Anja wieder eine Runde Karussell fahren, ne? Ja. Die gelbe Kugel ist ein Überbleibsel des Skypads, die früher für Bungee- und Trampolinspringen mit VR-Headsets genutzt wurde. Ah, okay. Alles klar. Oh, 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 oh. So, hier, Hälfte verpasst wieder. Mann! Warum sagt denn keiner was? Machen die da hinten Feuerwerk und ohne mich wieder. Aber gehört hat man nichts, oder? Nee. Hat man irgendwas gehört? Nein. Nee. Hat man nicht. Doofes Kreuzfahrtschiff. Da brennt nichts. Ich denke, das war Feuerwerk. Zumindest war das auch pink dazwischen. Da ist irgendwie pinker Rauch. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt irgendwie wegen der Taufe war. Ja, Profi-Streamer, genau. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey. War aber auch wieder doof, ne? Wenn ich nichts gesagt hätte, hätte keiner es mitbekommen, dass wir was verpasst haben. Ja, aber das war ja auch eher dahinter, ne? Also ich glaube eh gar nicht, dass wir da so viel gesehen hätten. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir kommen hier gleich 2 Euro für einen Regieassistenten. Danke, Jürgen. Und Flomo sitzt am Elbstrand und erwartet sie da. Ja, ich hoffe, dass du dass am Elbstrand dann auch noch ein bisschen Waterfontaine ist. Rasi, die NCL Nordland ist niegelnagelneu, 2025 in Dienst gestellt. Ungefähr 150 Meter lang. Fiederaufbau, Brückenaufbau vorne, sehr charakteristisch. Und was auch noch sehr besonders ist, die hat eigene Ladekrane an Bord, 2 Stück. Ja, genau, Tanja hätte da auch mal Ausschau halten können. Also wir haben auf jeden Fall einen Schuldigen gefunden. Danke, Lars. Mir doch egal. Also ich kann auch nicht mit dem einen Auge geradeaus gucken, mit dem anderen nach links. Das wird echt schwierig. Das sieht aber witzig aus. Wie hieß denn noch? Matt Modi, der kann das. Ja. Oder hier von den Gremlins, Sloth. Das habe ich heute gelesen. Im nächsten Leben wäre ich Pirat, da brauchst du morgen nur ein Auge aufmachen.
Ach, aber so von vorne in der Silhouette. Goonies, genau, Goonies war das, nicht Gremlins. Sorry, Goonies. Eva, immer sind die Frauen schuld. Ich kann damit leben. Ihr wollt Gleichberechtigung, also müsst ihr auch die ganze Schuld auf euch nehmen. Das sieht aus wie ein Schweizer Käse. In der Tat. Hat vorne ein paar Normbohrungen. Fairplay 95 ist auch unterwegs. Sehr gut. Dann kann das auch bald losgehen. Kreinkamps-Emmer, willkommen an Bord. Danke für die Speicherstandmitgliedschaft. Willkommen. Jetzt wissen wir auch gleich, was das da für Hütten sind. Du müsstest wahrscheinlich ein halbes Jahr im Voraus buchen. Eigenen Leuchtturm? Ach ja, stimmt, obendrauf, vorne, eigener kleiner Leuchtturm. Ach, wie süß. Da stehen auch Palmen. Vielleicht kommt die aus der Karibik, wer weiß. So ein bisschen Karibik-Feeling an der Elbe ist auch nicht schlecht. Jetzt können wir noch mal nach den Hütten hier gucken. Ich nehme mal an, dass man sich da entweder reinsetzen kann oder dass da teilweise vielleicht auch ein bisschen irgendwie Bar oder sowas drin ist. Guck mal, da kommt doch Schlebbis. Schlebbis im Anfahrt. Da läuft aber auch Musik. Ja, Die ist doch scheinen auch schön. eine Auslaufmusik zu haben. Aber ich glaube, der Schlepper schiebt sich hinter dem Schiff entlang. Aber so ein bisschen Party an Bord ist doch herrlich. Seren, moin mein Lieber, ganz herzlichen Dank. Schon wieder 5 Subs rausgehauen. Guck mal, da hinten ist eine Kletterwand. Und das
Hier konnte man irgendwie Bungee-Jumping machen. Okay. Aber einen schönen Po hat sie. Da haben wir die 95 mit Philipp drauf. Fuhr da nicht auch gerade die Repsol? Das kann sein, ja. Ja. Ich kann auch nie alles filmen hier. Nee, das stimmt. Hallöchen. Winke, winke. Jo, dann ist die Independence auch schon weg. Oh. Showeinlage, jawohl. Die 95. Sehr gut. Sensationell. Hup, hup. So, da habt ihr euer Horn. Damit hatte der Stream auch sein Highlight. Wir Ganz können genau. einpacken. Tschüss nach Hause. Wenn schon vom Kreuzer kein Horn gibt, vom Schlepper ist doch eh viel besser. Hast du eigentlich schon 344 Euro in die sensationelle Kasse getan? Ja, ich tue das ja immer so etappenweise da rein, damit wir dann nicht nachher nur 1-Euro-Stücke drin haben. Das wäre, glaube ich, ein bisschen doof. Wir haben auch schon mehr als 344 Euro da drin. Echt? Ja. Habe ich ein paar gut? Nee, du hast gar keine gute. Kann ich ein paar Mal sagen, ohne dass es mich Nein, was kostet? das waren immer nette Besucher, die was für die Besuch- Sensationellkasse okay. dagelassen haben. Alles klar. Da kommt noch was. Das Jahr ist ja noch lange nicht rum. Die 96 kommt auch. Irgendwie immer schön, wenn 95 und 96 Ja, kommen, ist so oder? schön, ne? Das sind irgendwie hier die Obermacker im Hafen. Sebastian, E312 bedeutet, dass Ebbe ist und der Wasserstand aktuell bei 3,12 Meter liegt. Aber nicht irritieren lassen, das heißt nicht, dass wir nur 3,12 Meter haben, sondern es ist 3,12 Meter über dem mittleren Wasserpegel. Also es gibt halt so einen mittleren Pegel, der auch in den Seekarten eingezeichnet ist. Da steht dann irgendwie 10 Meter
Wassertiefe und da musst du dann 3,12 Meter drauf rechnen und dann hast du 13,12 Meter. Und Ebbe heißt ganz einfach, das Wasser wird langsam weniger. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade 3,9 Meter, also da kann man sogar zugucken, wie das Wasser abfließt hier. Oh, ich sehe gerade, dass ich eine Versandmitteilung bekommen habe für die Flaggen. Ja, Das wär ja geil, wenn die bis Ende der Woche da sind. ich habe es doch schon Grün. geahnt. Gerade gesehen, gerade die Versandmitteilung bekommen. Es hat auch vorhin schon an der Tür geklingelt, habe ich im Handy gesehen. Ja, das können die aber nicht gewesen sein. Vielleicht sind sie schon da. Nee, das glaube ich nicht. Das war eine Blitzlieferung. Das ging dann aber jetzt echt flott. Ja, wer ist noch so zu Besuch? Remo, Antje, Andi. Na, ihr wisst ja, was ihr am Können alle Wochenende zu verpacken. tun habt. Ne? Ja, Lisa, ganz lieben Dank. 5 € per PayPal. danke Mit einem Dankeschön für die tollen Streams. Stefan, Flaggen mit nur 2 Ösen gibt es bis jetzt noch nicht. Ich muss das mal überlegen. Du meinst, damit man die am Fahnenmast aufhängen kann, ne? Also irgendwie entweder linke oder rechte Seite, nur 2 Ösen. Hatten wir bis jetzt noch nicht. Die Idee war halt, dass man die irgendwie an so ein Geländer machen kann. Aber ich werde das mal im Hinterkopf behalten. Wenn das abgearbeitet ist und wir dann nochmal nachbestellen, vielleicht kann ich die Bestellung auch mixen. Weißt du, wenn man sagt, man bestellt irgendwie 50 Stück, dass man sagt 25 so, 25 so oder so. Ich bin ja froh, wenn ich die Vorbestellung erstmal abgearbeitet habe. Ja. Da kommt auch die Polizei. WS 35. Mein Hund und ich, die Sandra, schickt 2 Schweizer Franken fürs ganze Team. Herzlichen Dank. Stefan, ich denke, dass es am Flaggenmast auch gewichtsmäßig besser ist, wenn man da nicht so viele Ösen hat. Ach, das waren übrigens nicht 2 Schweizer Franken, das waren 20 Schweizer Franken, Mensch. Sorry. Also das Angebot mit meiner Brille, das gilt noch. Also du Soll ich könntest deine die haben. Brille noch über meine ziehen, oder? Ja, du, dann hast du irgendwie, was sind das, 10 Dioptrien. Oh, Sandra, sorry, Dankeschön. In Deutschland ist jetzt hier Flaggenparade. Überall kommen sie jetzt so langsam an. Sag mal, wenn ich jetzt mal nachts so heimlich auf so einem Polizeiboot eine Flagge von uns befestige, ist das strafbar? Tja. Du hattest ja nicht die Erlaubnis, darauf zu gehen, auch wenn es Ja, nachts das ist. ist wahrscheinlich Hausfriedensbruch Höchstwahrscheinlich. mindestens mal. Bootsfriedensbruch. Bootsfriedensbruch, ja. So, jetzt kann es ja auch gleich mal losgehen. Sieht so ein bisschen nach Regen aus. Ja, so wirklich gut sieht das nicht aus da hinten. Was sagt denn eigentlich das Regenradar? Will ich das wissen oder lieber nicht? Also wenn, kommt da ein bisschen was so gegen 16:55 bis 17:15 Uhr.
Ja, passt ja. Also ein bisschen nass werden wir. Auf jeden Fall sollten wir die Sachen so ein bisschen zusammenlegen. Und den Schirmgriff bereit. Ich hoffe, dass das nicht genau dann regnet, wenn die hier vorbeifahren. Die uns die ganzen Bilder verhageln. Das wäre doof. Ja, grober Unfug könnte das auch sein. Was machen die beiden denn da für ein paar Tanz? Vielleicht kommen die als Verstärkung. Ach, Torben ist auch im Chat. Moin Torben. Fragt, Ja, plant ihr VW Samstag zu Spirit. streamen? Ja, wir sind auf jeden Fall im Hafen. Hier ist auch so ein bisschen Besuch. Kommst du nach Hamburg? Dann sag mal Bescheid. Schreib dann nochmal. Genau, Wir sind auf jeden Fall hier du hast ja meine in Gange. Nummer. Ja, das war so ein Lüttes-Ballett von Boluda. So ein Lüdi. Ja, da kommt dann gleich noch die Atlantic Sea. Autotransporter. Ich glaube nicht, dass die NCL rausgeht, bevor die durch ist. Bei der Locke. Weißt du? Hier oben bei der Locke. Also direkt hier oben. Ja? Jetzt machen wir mal Mikro abmachen. Ich muss mal einen Pulli anziehen. Ja, so ein Schluck. Festmachen sind auch da. Bitte? Festmachen sind auch da. Ja, ja, genau. Genau. Aber ich nehme mal an, dass die dann erstmal den Autotransporter noch durchlassen. Hoffentlich wird das nicht so windig dann gleich, wenn der Regen kommt. Ja, das ist echt immer ein Problem. Das wird dann windig und dann kann kein Mensch den Schirm halten. Lindig ist für Finkenwerder. Almanama macht auch noch los. Noch so ein Hapag-Lloyd-Dampfer, CTA. Aber die werden wir hier nur kurz sehen. Genau, die werden höchstwahrscheinlich hier auf die Atlantic Sea warten, die beiden Boludas. Oh ja. So, dann erzähl mal was. Jetzt
Soll was erzählen? Ja. Was ist denn noch so geplant die Woche? Freitag auf jeden Fall. Freitag sind wir auf der Schahörn. Genau. Allerdings noch nicht zur Mitfahrt, das ist ja erst am 24. Freitag sind wir bei den Vorbereitungen. Da können wir mal ganz in Ruhe in die Maschine gehen mit Olli und dann zeigt er uns mal das gute Stück. Und da wird die nämlich schon vorbereitet und angeheizt, weil die nämlich am Freitag um 16 Uhr geschartert ist für eine Fahrt. Und deshalb sind wir um 14 Uhr da, wenn dann schon alles läuft. Ich glaube, das wird auch ganz spannend, zumindest für die Technikfreaks, die auch wirklich mal sich die Maschine angucken wollen. Denn an dem Tag, wo wir mitfahren, kann es natürlich sein, dass noch eine ganze Reihe anderer Gäste an Bord sind. Deshalb haben wir gesagt, machen wir das mal so zweiteilig. Vielleicht kann ja auch Sebastian noch mal den Link raushauen zur Fahrt. Hat er doch schon längst. Hat er doch schon längst. Was sag ich denn? Also wenn du einmal nicht in den Chat guckst, eine Minute, ne? Ja. Dann entgeht dir gleich wieder alles. Löwenjack, der Halunderjet, der macht da hinten fest. Also auch so, ja, im Prinzip so quasi von hier hinter der Fähre in der Verlängerung. Bitte? Ach, die testen schon. Oha, jo. Oha. Hau raus, die Fontäne. Der Horst fragt noch mal, ob es Erfahrung gibt mit Oh, dem... die machen auch schon los, ne? Oha. Ja, Die Leinen sind schon los von der NCL. Jo. Dann schmeiß mal an, die Fontäne. Oh, und gleich kommt der Regen. Ich breche ins Essen. Naja gut, was willst du machen? Horst fragte, ob es Erfahrung gibt mit den Cruise Days, ob es da genauso voll ist wie beim Hafengeburtstag. Ja, das ist ja halt so ein bisschen andere Veranstaltung, ne? Nicht ganz so. Ist nicht ganz nee. so krass wie Hafengeburtstag. Ich glaube, da ist ja auch lange nicht so viel Gastro, ne? Also da... Nee, da ist halt auch weniger so an den Landungsbrücken und so. Also Ja. es sind viel, viel weniger Stände und so. Da ist ja auch, glaube ich, einiges hier am Cruise Gate. Sind ja auch immer irgendwie noch so ein paar Sachen. Ja, die NCL legt schon ab. Habe ich mich mal wieder verschätzt. Wie so häufig. Und Frank schickt ein paar Grüße aus den Niederlanden. Jo, da sagen wir doch mal Moin und beste Grüße zurück. Sie fährt. Ja. Ich gucke gerade so ein bisschen in die andere Richtung. Kommt jetzt Regen oder nicht? Wir können es ja eh nicht ändern. Wir Und können das es eh mit der nicht. Drohne, Ja, ne? ist halt ein bisschen wegen der Drohne, ne? Das wäre halt ein bisschen schade. Da stehst du hier stundenlang und wenn das dann losgeht, dann geht das von oben los und von unten in alle Richtungen. Tom hat gerade noch mal in den Chat geschrieben, dass die Silver Shadow
trotzdem um 19 Uhr heute rausgeht. Die ist so später gekommen, ne? Kann das sein? Ja, die war für 19 Uhr, Ja. das ist richtig. Schon mal alles wasserfest hier machen. Bitte? Schon mal alles wasserfest machen hier. Dankeschön. Skyjack ist seit 12 Monaten dabei. Herzlichen Dank. Und Reisen am Limit. Schickt nochmal 20 €. Vielleicht doch mal eines Tages HLC MSE 2. Was immer das ist, aber vielleicht ja. Ihr Lieben, ich finde es sehr respektabel, dass ihr euch für die Stream Elements Donations persönlich bedankt. Hut ab. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich finde, für Donations sollte man sich doch bedanken, oder? Absolut. Ich finde, das gehört. Hier ist auch wieder Stream am Limit, ne? Bisschen biestig ist die ja heute, Die ne? war heute biestig Ja. vom Start, ja. Die hat dir fast die Finger abgesäbelt. Kann das sein, dass es da schon regnet? Hä? Oh, scheiße. Kommt. Kann ich gleich wieder landen. Ja. Komm, da kommt so viel Regen jetzt. Macht gar keinen Sinn, die Drohne oben zu lassen. Nee. Schade. Einfach mal abwarten. Vielleicht. Schade. Naja, wir haben, glaube ich, trotzdem eine ganz gute Position hier. Ja. Aber der Regen kommt. So, dann halt auf die Kamera hier konzentrieren und versuchen damit was zu machen. Jetzt rufst du, glaube Ja. Das ist keiner weg. Ich bin auf mein Feld. Was für ein Timing, ey. Was für ein Timing. Sieht aber trotzdem toll aus. Ja. Naja, früher hatten wir auch keine Drohne. Also. Was war denn das gerade für ein Pfeifen? Keine Ahnung. Du ziehst den Schirm nach hinten und von der Kamera weg. Ja, ich wollte ihn nur festhalten, aber. Ach so, ja, Nick. Kannst du machen, nur nicht zurückziehen, bitte. Hui. Super.
Also ich denke mal, ihr hört den Regen, oder? Aber wir können auch gerade gar nichts machen, weder in den Chat gucken noch sonst irgendwas. Nee, ist gerade leider Vollkatastrophe. Shit. Shit. Oh. Och Mann, ey. Aber es lässt ein ganz bisschen nach. Ja. Das nenne ich mal eine Taufe. Was für ein Mist. Okay, Kameraführung ist auch gerade überschaubar. Das Schlimmste ist vorbei. Das Aber ich Schlimmste, bin ja. klatschnass. Aber Schiff ist auch vorbei, ne? Bei mir ist auch der YouTube-Chat ausgestiegen. Muss ich gleich erstmal reparieren. Ich kann hier noch mal ein bisschen gucken bei mir. Krass, wie die das Schiff einnebeln, ne? Von der 95. Oder ist das die 96 vorne? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Also, das Bild haben sie uns verhagelt, würde ich sagen. Das haben sie uns gründlich verhagelt. Sie 0603 oder 063 schreibt, wenn man ans Wasser geht, sollte man sich nicht über Wasser beklagen. Naja, das kann man so und so sehen. Oh. Da gibt es noch einen kleinen Abschiedsdreher. So. Ja, super. Regen vorbei, Show vorbei, alles nass. Aber es ist ein schönes Schiff, kannst du sagen, was Ich finde du das auch willst. schön, ist ja. echt klasse. Ich finde das auch schön. Ja,
Also so ein Pech hatten wir ja schon lange nicht mehr vom Timing. So ein Pech hatten wir echt schon lange nicht mehr. Wären die 10 Minuten später losgefahren, ne? Haben die keinen Regen, das auch nicht. Du, das juckt die alle nicht. Die sind überdacht auf ihren Brücken, das ist denen völlig egal. Oh. Musst du irgendwas trocken machen? Ja, die Drohne ist auch ganz nass geworden. Die lag hier rum. Ich muss erstmal gerade hier ein paar Sachen checken. Ach nee, warte mal, das Laptop ist ja doch fest. Jetzt muss ich erstmal hier meinen Chat gleich reparieren und dann mal die Drohne ein bisschen trockenlegen. Also ich meine, wenn es so 30 Grad raus gewesen wäre, wäre es ja gar nicht so schlecht. Tja, steck's nicht drin. Nee. Steck's nicht drin. Aber schade finden dürfen wir es ja trotzdem, oder? Absolut. Das kam aber auch so auf einmal runter, ne? Ja, ihr habt es ja gehört. Also das war wirklich nicht wenig Regen, was hier runterkam. Zum Glück jetzt nur relativ kurz. Oh. Tja. Ja. Ei. Ja, vielen Dank. Ihr habt hier erstmal ein paar Schlechtwetterzulagen rausgehauen. Jürgen 2 € für einen überdachten Hafen. Eva 20 Schweizer Franken für den verpatzten Drohnenflug. Ja, vielleicht kann ich ja gleich noch mal starten, wenn die Atlantic kommt. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen Luftbilder. Danke dir, Nico, seit 3 Monaten dabei auf Twitch. Thorsten, Schlechtwettergeld, 5 €, Dankeschön. Helga auch 20 € Schlechtwetterzuschlag. Und der Hessenblitz 10 € Erschwerniszulage. Vielen Dank. Und dann haben wir noch JT Kirk per PayPal. Schlechtwetterzulage, ihr Arm. Das tut mir so Dankeschön. leid. Ja, es tut Ein mir... kleines Bötchen. Es tut mir auch leid. Es tut mir für euch leid. Es tut mir für uns leid. Das Horn hauen sie auch da hinten raus, wo keiner steht. So. Ach, guck mal hier. Aha, moin. Hi. Ich habe eben erst gesehen, als es so geregnet hat, sonst hätte ich euch ein paar Schirme mitgebracht. Na, wir haben ja einen riesigen Schirm. Ja, das habe ich gesehen, aber das war ja auch so windig. Ja, Ja. das stimmt. Ja, Seemannsmission ist gerade hier vor Ort, du, ne? Ist doch wieder klar. Ne? Wenn man euch braucht, kommt ihr vorbei. Super. Ich habe ja schon geschrieben, wenn ihr schnell Hilfe für die Drohne braucht, dann könnten wir die in den Heizungskeller legen. Nee, nein, ach, die habe ich ein bisschen abgetrocknet. Das wird schon alles gut. Ah, ist total lieb von dir. Ganz Dankeschön. lieb, also wirklich super lieb. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, ne? Danke dir. Tschüss. Ja, Tschüss. danke. So, jetzt gucken wir aber noch mal, ob wir hier...
Jo. irgendetwas hinkriegen noch. So, Achtung, einmal. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein Bild haben. Ach, Sebastian, sie begegnet gerade der Atlantic Sea, deswegen das. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, dass die sich da gegrüßt haben. Da haben wir die Atlantic Sea und wir haben ein Bild aus der Luft. Na, wenigstens etwas. Dann kann die sich jetzt ein bisschen trocken fliegen. Du bist nicht ganz so schlimm nass geworden, ne? Bitte? Du bist nicht ganz so schlimm nass Nee, geworden. aber ne? unten die Beine nur. Aber Nur du ich. bist voll nass geworden, Ja. oder? Ich glaube, ich verabschiede mich auch gleich mal. Du musst gleich ins Trockene. Ne? Ja. Ja, ich werde jetzt hier noch den Autotransporter, die Atlantic Sea, die gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Und dann entscheidest du, ob du weiterfährst eventuell noch. Ich glaube, ich fahre nicht mehr zum Bobender Ufer. Aber ich halte dann noch mal gleich kurz und bring dir noch mal kurz die Tasche, oder? Wenn Musst du du doch noch nicht fährst? Musst du nicht unbedingt. Eva haut auch noch mal 10 Schweizer Franken für die Mods raus. Eva, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Also meinst du nicht, soll ich dir die Tasche bringen? Nee, also ich denke hier Atlantic Sea und dann passiert hier nicht mehr viel. Al-Manama vielleicht noch. Ich brauche die Tasche nicht. Wenn du mir noch ein Wasser hier lässt. Stell dir das mal hier hin, ne? Soll ich das Mikro hier runterlegen? Mikro kannst ja. Warte mal, ich wollte noch Tschüss Achso, sagen. wolltest du noch Tschüss sagen? Okay. Ich sag mal Tschüss, ihr Lieben. Ich mache mir jetzt auf den Weg, weil ich bin nämlich komplett nass. Und bei dem Wind hier will ich das irgendwie nicht riskieren. Aber ist ja eh gleich Schluss. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und haltet hier Paddy noch ein bisschen bei Laune, ne? Tschüssi. Ihr beiden, passt mal auf, ne? Tschüssi. Hat auch eine schöne Patina.
Aber selbst auf der Fähre winken welche. Ja, aber da haben wir doch da noch ein paar schöne Bilder. Och Mensch, ey, das wäre ja so cool gewesen. Mit der Drohne bei der NCL. Mensch, wäre das cool gewesen. Och Mann, ich bin ein bisschen traurig. So geht das nicht, Leute. Also für alle, die jetzt schreiben hier von wegen Schiff rostet und so weiter. Das Problem ist, wenn ihr genau hinguckt, das Schiff rostet nicht, sondern das ist einfach Wasser, oder Wasserrost, der an der Seite aus den Löchern rausläuft. Das haben wir schon bei vielen Schiffen gesehen. Das ist jetzt nicht so, dass dieses Schiff in einem schlechten Zustand ist oder total am Durchrosten ist. Also lasst euch davon mal nicht hier irgendwie täuschen. Das Schiff ist in einem Tip-Top-Zustand. Das hat halt ein bisschen Patina. Das muss so. Gambit, ja, hatten wir doch im Stream schon gesagt, was da bei der Soraya ausgelaufen ist im letzten. Das war Kautschuk. Naja, beschweren werde ich mich deswegen bestimmt nicht. Aber ich finde es halt einfach schade, dass das vom Timing her nicht so gut passte. Genau, The Play Less Neymar sagt auch, das ist im Prinzip ganz normal. Ja, bei den Kreuzfahrtschiffen, da wird halt dann extrem Wert drauf gelegt. Also die pinseln wirklich in fast jedem Hafen. Die holen echt überall den Pinsel raus, weil bei denen ist das echt so eine Image-Sache. Die sagen, oh Gott, was sollen die Gäste denken, wenn hier irgendwo ein bisschen Rost ist. Aber ja, gerade hier so die ganzen Frachter, für die ist das ganz normal an der Tagesordnung. Hatte ich mich schon bei Eva bedankt. Nochmal 10 Schweizer Franken für die Mods. Dankeschön. Und TomTom, 6 Monate Prime Sub. Herzlichen Dank. Ja, wir hatten ja von vorne trotzdem ein paar schöne Bilder mit der Fontäne. Aber der Blick ist doch echt immer schön, oder? Wenn hier so ein
Autotransporter hinten Richtung Landungsbrücken fährt. Also wie gesagt, das wäre halt so cool gewesen. Ne, genau den Weg, den jetzt die ACL fährt, ist ja auch die NCL gefahren. Und ich mag das total gerne, gerade hier so aus der Luft, wenn die da hinten so rumfahren, jetzt Richtung Landungsbrücken, Überseebrücke, dann an der Elbphilharmonie vorbei. Das ist einfach eine super schöne Perspektive. Aber schön, dass ihr trotzdem alle so positiv dabei seid, dass ihr dann auch immer alle etwas die Seele streichelt und sagt, war doch trotzdem alles schön, war doch trotzdem super. Jetzt ist alles weg, ne? Nee, wir suchen eine Drohne. Die Drohne sucht ihr? Da. Da oben. Ja. Das Prasseln des Regens, ja, das habt ihr genossen. Na klar. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. So eine ACL hatten wir doch auch vor einigen Monaten mit so einem mega Sonnenuntergang hinten direkt am Okai. Hätte ich auch mal Lust wieder drauf, da hinten hin. Aber es muss man halt genau abpassen. Ja, auf der anderen Seite kommt die Al-Manama raus. Da können wir natürlich auch noch mal eine Drehung hin machen. Ich mache mal etwas schneller. Da haben wir nämlich noch die Al-Manama. Von Hapag-Lloyd. 300 Meter, glaube ich, ungefähr lang. ...306 Meter, um genau zu sein. 40 Meter breit. Fährt unter der Flagge von Liberia.
Hallo Claudia. Hallo. Hallo, Na, wer bist du denn? Aaron. Aaron, hallo. Na, ist es für mich? Ja, Oh, das ist aber lieb. Spaghetti-Eis-Schokolade, woher weißt du das denn? Wer hat dir denn das verraten? mein Papa Dein Papa? Wer ist denn dein Papa? kommt jetzt gerade Er an. kommt auch gerade. Mensch, das ist ja lieb von dir. Seid ihr zu Besuch? Ja, Ach, ihr seid habt gerade eine Hafenrundfahrt gemacht, ne? ja. Stimmt, eure Mama hat das eben im Chat angekündigt. Hallo. Moin. Moin, genau. Mensch, das ist ja lieb. Ich habe auch gleich noch was zum Austausch für dich, wenn ich gelandet bin. Ach, dann ist Süppchen deine Mama. Ja. Schokolade mit Spaghetti-Eisgeschmack. Das klingt ganz weit vorne. Ja, und da fährt dann auch die Almanama. Guckst du denn immer bei uns zu? Ja, Ja? ich versuche immer, wenn ich schlafen gehe. Zum Schlafen? Ja, Ja, zum Einschlafen bin ich super. Und was guckst du dir am liebsten an? Welche Schiffe magst du denn am liebsten? Würfel? Schwierige Frage. Schwierig. Sind alle toll, ne? Ja, sagen wir es mal so. Magst du die Schlepper auch? Ja, ne? Gab noch die Fontäne von Langens. Habt ihr noch gesehen? Ach, cool. Und ich glaube, ich sehe schon die Drohne. Siehst du sie? Ich glaube ja. Da vorne, ne? Ja. Ja. Die holen wir jetzt auch gleich zurück. Ja, dann würde ich jetzt mal zur Landung ansetzen. Da runter müssen wir. So, Vorsicht einmal. Sie wollte nicht landen, aber jetzt. So. Ach so, jetzt muss ich das Bild ja auch mal umschalten.
Guck mal hier, was ich für dich habe. Bitteschön. Ja, ihr Lieben. Kurz die Drohne ausmachen. Und dann fängt schon wieder an zu nieseln hier. Verdammt, was soll denn das? So. Einmal umdrehen. So. Ja, ihr Lieben, Mensch, ihr habt es ja mitbekommen. Ja? Waren tolle Bilder, leider ein bisschen verregnet. Ich hätte natürlich das lieber alles perfekt gehabt, aber man steckt nicht drin, deshalb bin ich da auch nicht böse drum, weil das ist halt so, das ist Wetter, das ist Hafen, das ist Natur, das gehört dazu. Natürlich kann man es immer irgendwie ein bisschen besser haben. Das Wichtigste ist natürlich, dass nichts kaputt gegangen ist, ja? Weil wenn so eine Menge Wasser runterkommt, dann ist natürlich immer das Wichtigste, dass irgendwie das Equipment geschützt bleibt. Und das ist teilweise echt nicht einfach, wenn das wirklich diagonal und aus allen Ecken, also da braucht man eigentlich keinen Schirm, sondern man braucht so eine komplette Glocke. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und mitgefiebert habt, dass ihr dann auch ja, einfach gesagt habt, hey, ist doch alles nicht so schlimm. Das gibt auch immer noch mal einen nötigen Motivationsschub. Die kleine Streicheleinheit, die man braucht, wenn dann so ein Stream mal ins Wasser fällt. Aber ich glaube, es war trotzdem ganz schön und ganz interessant. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ganz fetten Dank natürlich auch für die Kanalunterstützung auf Twitch und auf YouTube. Und natürlich auch einen fetten Dank an unsere Moderatoren, die im Hintergrund wieder alles gegeben haben. Was in den nächsten Tagen anliegt, kann ich euch noch nicht ganz genau sagen. Außer am Freitag die Geschichte auf der Schar Hörn. Das wird wahrscheinlich schon um 14 Uhr sein, weil die um 16 Uhr dann eine Charterfahrt hat. Und bis dahin würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend. Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut.